Ausfahrt Pula Veruda zum ersten Mal. Helena Steuer, hat sich das gehört? So, wir fahren jetzt hier an der Küste von Istrien entlang. Wir haben schönes Wetter, nur ganz wenig Wolken. Es ist aber noch eher ein bisschen kühl. Und wir haben vor allem noch rechte Wellen von gut einem halben Meter vom Sturm von den letzten Tagen. Da hier vorne sehen wir bereits den Leuchtturm Porer. Das geht jetzt etwa noch 3 Seemeilen bis dafür, dann können wir die abfallen. Und dann werden wir nachher von dort aus auch probieren zu segeln. Wir könnten theoretisch jetzt so ganz hart am Wind. Aber wir wollen ein bisschen vorwärts kommen, weil es heute einen langen Schlag gibt. Und darum tun wir jetzt hier bis zu dem Leuchtturm Porer für noch den Motor mitlaufen. Wir sind hier ganz genau auf Kurs. Und wir sehen hier den Boatspeed. Da unten mit 5,5 Knoten. So, jetzt sehen wir mich auch mal. Wir sind jetzt ca. 1,5 Stunden unterwegs. Und da vorne sind wir jetzt ganz nah beim Leuchtturm Porer. Ich zeige dir gerade. Einmal mehr muss ich sagen, da sind wir jetzt schon ein paar Mal in den letzten Jahren dran vorbeigesegelt. Das Mal gehen wir jetzt aussen rum. Helene, was meinst du deiner ersten Ausfahrt auf dem Meer? Das erste Mal auf dem Meer, auf einem Segelboot. Ja, beim Ausfahren habe ich die Kacke in der Hose gelassen. Jetzt hüpfe ich einfach da und mache mir das Steuer. Mal zum Anfang. Ja, das ist perfekt. Es sind ja noch manche Stunden da. Ja, genau. Es geht noch manche Stunden bis auf Mali Luschin. Das ist jetzt das Ziel. Insgesamt 35 Seemeilen. Und das heisst doch, dass wir so 7 bis 8 Stunden werden unterwegs sein. Wir hören jetzt pfeifen, wir passieren jetzt gerade das Leuchtfeuer Blick Albanese auf der Steuerbordseite. Und da hinten dran sehen wir eine ganz tolle Motorjacht, 24 Meter lang. CES Eleganza heisst das Ding. So, den können wir jetzt gerade abstellen. Da sehen wir es auf dem Kartenplotter. Wenn wir da das Leuchtfeuer Blick Albanese passieren. Da sehen wir noch einmal den Leuchtturm Porer am Horizont verschwinden. Und da auf der anderen Seite, da sehen wir den Blick Albanese. Da einmal die Luschin und der Sonne entgegen. Auf dem Schlag geht es jetzt 14 Seemeilen so. Also bei dieser Geschwindigkeit fast 3 Stunden. Zeit, um sich ein bisschen entspannen. Da meinst du die Übersicht auf dem Kartenplotter. Und das Boot hier da unterhalb von uns, das ist immer noch Princess Eleganza. 5,9 Knoten, super, wir hoffen, dass es so bleibt. Herrlich, leider abflauender Wind. Wir haben jetzt hier ein Spiel zwischen 3,5 und 4 Knoten. Und hier sehen wir die private Motorjacht Mitsu, 30 Meter lang. Wir sind am Mittagessen. Feine Suppe, zubereitet von der Helene gestern für die heutige Überfahrt. Genau, Gemüsesuppe. Gemüsesuppe. Und, wie ist sie? Super, hä? Mit Sicht auf Mitsu. Der ist wunderschön. Jetzt hat es sich beruhigt, das Meer. So Ja. schön. So, es ist langsam Abend. Der Wind hat ein bisschen nachgegeben. Da vorne sehen wir bereits die Einfahrt, wo es nachher in die Bucht von Mali Luschin hineingeht. Wir haben eigentlich eine Erholungsphase. So, Ansteuerung von Mali Luschin. Und was für einen Liegeplatz das wir haben, müssen wir jetzt abwarten. Für unsere erste Etappe
Mali Loschin. Chin Chin. Da, Chin Chin. Das ist, glaube ich, Da immer noch in Mali Loschin. Heute am Ostersonntag. glasklares Wasser. Schön. Ich habe heute schon beide badet. Mali Loschin, Promenade. Gehen wir jetzt hier ein bisschen anschauen. Und ja, es ist heute eben Ostersonntag. Viele Gäste. Hier im Restaurant macht so richtig schönen Sommer-Eindruck bereits. Und einfach der Plausch da mit der Sonne und diesen angenehmen Temperaturen. Da sitzt ein kleiner Zitronenfalter. Ja, passend zum Zitronenbaum hier oben. Passend zum Und das hat schon Zitronen, musst du eigentlich schauen, es hat Ja, Zitronen. Berge. Berge von Zitronen. Und das im April. Ah, schau wieder mal, so schön. Da, der Spitz von unserem Boot. Ganz klein zwischen den anderen Booten drin. So, gefällt es dir, Helene? Da, Mali Loschin. Mega schön. Und das ist ein herziges Städtchen und die Promenade ist so schön. Und vor allem ist das Wetter jetzt so, wie man es gefordert. Ganz genau. Wissen wir da? Unsere Kups, hä? Ah, schau. Da sind wir in der Bucht Chikat auf der Adria-Seite von Mali Loschin. So, bye bye, Mali Loschin. Super gsi hier in Ostern. So, wir fahren jetzt hier zu dieser Bucht raus. Es hat sehr, sehr wenig Wind heute. Wir haben aber immerhin das Crosstuch schon gesetzt. Ja, und jetzt fahren wir da einfach ein bisschen zu dieser Bucht aus. Da hinten sehen wir die Insel Murtar. Und jetzt machen wir dann gerade eine Kursänderung. Hier an der Insel Loschin entlang Richtung Ilovik. Gesamtdistanz von heute ca. 8 Seemeilen. Gemütlich, gell? Ja, so gefällt es mir. Der Wellengang ist perfekt. Hier sehen wir es auf dem Kartenplotter. Wir sind direkt vor dem nächsten Wegpunkt. Der Boatspeed hat schon ein bisschen abgegeben. Von 4,5 auf 3,3 Knoten. Einfach herrlich. Von mir aus kann es so bleiben. So, angekommen in Ilovik. Yes. Das Anlegemanöver wiederum auf den ersten Anhieb.
Wir sind an einer Boje mit 2 Leinen. Zum Wohl. Helen, Prost. Zum Wohl. So, Skipper, ein guter. Ja, zum Wohl. Hast du verdient. Oh mein Gott, hast du verdient. Und da sind wir. In diesem Bojenfeld, die einzigen. 90 Bojenplätze und wir sind die einzigen. Da hinten sehen wir die Insel St. Petar mit einem kleinen Kirchli. Und es ist also schon beeindruckend, wenn ihr in diesem Ilovik zurzeit immer noch das einzige Boot in diesem ganzen Ankerfeld drin sind. Da hinten haben wir Ilovik selber. Helen? Ich bin am Fressen. Das ist doch gut. So, jetzt verlassen wir das Dreher-Konvent von der Boje. Uiuiui. Es ist nicht ganz unweit, also muss ich jetzt ehrlich gesagt sagen. Und er rudert und rudert und rudert. So, jetzt. Unglaublich, das Wasser. Schau mal das Wasser. Glasklares Wasser. Also, ich bin am Trocknen. Gut, ich jetzt nicht abhalten. Hoppla, schon. An diesem kargen Boden probieren die etwas abzugewinnen. Überquellende Zitronenbäume. Überall. Die Zitronenbäume brechen fast zusammen vor Zitronen. So. Wir gehen auch wandern, nicht nur segeln. Ja. Also wandern ist ein bisschen übertrieben, aber wir gehen ein bisschen die Füße vertreten. Rein theoretisch hat man hier das Dreher gesehen. Und da haben wir einen Jasminbaum. Der Duft hält dich fast hinten raus. Eine Parfümflasche. Da unsere Astrea. Jetzt muss ich hier noch einen mit an Bord nehmen. Ja, Hat es genau, geheissen. der will da noch mit. Der will da noch mit. So, ich lasse mich jetzt hier rudern von einer hübschen Prinzessin. Dann das Restaurant. So, wir sind unterwegs von Ilovik nach Velihrad Marina. Ein Schlag von ca. 25 Seemeilen. Wir haben, wie man es hier sieht, im Moment noch sehr wenig Wind. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir haben da festgestellt, da unten, das AIS-Schiff da, ich zeige es jetzt gerade. Das ist Black Pearl. He? Jetzt geht es los mit den Piraten. Aber er macht es nur zum Plausch. Es ist ein Pleasure-Schiff. Schiff immerhin 22 Meter lang. Helen beim Kaffee machen haben wir bereits wieder verdient. Und? Jawohl. Ein Fake Bounty. So. Da hinten sehen wir jetzt die 3 Inseln Gräben. Wir können zwischen den Inseln sogar durchsegeln, es wäre tief genug. Jawohl, wir segeln jetzt dann aber da hinten durch die Lücke durch. So, wir sind jetzt hier in der Durchfahrt zwischen
Premuda da hinten, auf der Steuerbordseite, das Car da auf der Backbordseite. So, da vorne sehen wir jetzt unser Ziel. Velirad Marina auf Tugi Otuk, ganz im Norden oben. Und jetzt gehen wir schauen, was wir da für einen Platz für uns dann finden. So, angekommen im nächsten Paradies. Das mal schon fast wie der Karibik. Schau wieder mal. Das ist wirklich wie der Karibik. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Kling, 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 kling. Aber schon war. Wunderbar. Velirad Marina auf Tugi Otuk. Mooring. Harbour Master hat am Schluss gesagt, wir sind das Dream Team. You are a dream team. Wie wir das gemacht haben. Ich dachte, super. Aber wir sind in einer Ruhe und ich bin mega stolz. Ja. Da der Promenade entlang von Velirad auf Tugi Otuk. Ja, das ist fast nichts hier. Ein paar Häuschen. Genau. Und das einzige Beizchen, das es glaube hat, oder zwei, die haben gar noch nicht offen. Und der Market ist ein Mini-Market. Ja, aber immerhin. Aber er tut noch heute auf, oben am 5 Uhr. Ja, da können wir einfach einen Blick hinhaben. Genau das richtige Training für einen Segler. Da muss ich nicht retten. Zum Segel oben runternehmen. 79. 80. Velirad. Einfach bombastisch. Von Velirad aus machen wir jetzt eine kleine Wanderung zum Leuchtturm. Ja, wir stehen hier vor dem Leuchtturm Svietjonik Velirad auf Tugi Otuk. Den haben sie im Jahr 1849 gebaut. Ist der älteste Leuchtturm von ganz Kroatien und heute noch der höchste. Idyllisches Plätzchen wie mit Kapelle Ja. und Bussi. Hopp, 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 hopp. Die Mittagsblumen hier, riesig, Untertassenteller grosse Mittagsblumen, es ist unglaublich. Und der Urs will die Küste erkunden. Und da hinten die offene Adria